alte Seehündin, die Oma. Früher mal als Baby gekommen in den 70er Jahren, ist mittlerweile schon über 40, ein deutliches Methusalem-Alter für einen Seehund. Ist damals gestrandet, wurde aufgepäppelt in der Auffangstation auf Texel und ist dann zu uns in den Zoo gekommen. Die Oma hat aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters schon so einige Alterswehwehchen, dazu gehörten auch die Augen. Sie hatte eine ganze Zeit lang eine Entzündung im Auge, wo sich die Augenlinse auf beiden Seiten gelöst hat. Das muss man sich so vorstellen, dass die Linse von sogenannten Fasern gehalten wird und die einfach im Alter immer schwächer werden. Das merken wir daran, dass wir irgendwann eine Brille brauchen, wo wir vorher noch gut gucken konnten, aber dann merken wir, das Fokussieren, das Scharfstellen geht nicht mehr so gut. So war das auch bei der Oma und irgendwann, wenn die einfach so spröde werden, diese Fasern können die sogar abreißen. Und das in so einem Alter, was es eigentlich gar nicht gibt, ist das bei Oma auch irgendwann passiert und da sind eben diese Fasern abgerissen, die Linse war frei auf beiden Augen und musste halt entfernt werden. Das Problem ist, sowas kann man eigentlich ganz einfach machen, wird das Auge aufgeschnitten, die Linse rausgenommen und dann macht man 5-6 Mal am Tag Augentropfen rein und dann heilt das sehr gut. Die Oma ist jetzt nun als Seehund ein Wildtier und entsprechend nicht so schön zu handeln wie der Hund oder die Katze, die wir zu Hause haben. Und für die Oma wäre sehr viel Stress gewesen, wirklich 5 oder 6 Mal am Tag zu fangen und dann versuchen, diese Augentropfen reinzubekommen. Sie war auch in einem Alter, wo man es mit ihr nicht jetzt so spontan trainieren konnte, weil ihr die Augen ja schon wehgetan haben, als es soweit kam. Mit allen unseren anderen Tieren haben wir nicht das Problem, weil wir da eben Augentropfen trainiert haben und denen gezielt Augentropfen geben können. Bei Oma war das nicht der Fall. Und dann war so ein bisschen für uns die Entscheidung, was machen wir? Entweder schläfern wir das Tier ein, aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters schon und weil es halt jetzt konstant Schmerzen bereitet hat, oder aber wir entfernen ihr die Augen. Wir haben uns dazu entschieden, weil die Oma uns allen sehr ans Herz gewachsen ist, die Oma so ein echtes Charaktertier ist und wirklich auch komplett gesund ist. Die Blutwerte sprachen dafür, dass wir gesagt haben, wir können nicht einfach ein gesundes Tier einschläfern, nur wegen ihrer Augen. Und haben uns dazu entschieden, gemeinsam mit der Tierklinik am Kaiserberg die Augen zu entfernen. Das hat wieder erwarten sehr gut geklappt, obwohl die Kollegen in der Tierklinik sehr überrascht waren, wie groß so ein Auge von einem Seehund ist. Also das kann man bei den Kleinen schon so ein bisschen erahnen, aber bei der Oma waren die wirklich ungefähr so groß. Und die wurden dann entfernt. Das Ganze wurde einfach zugenäht, das ist wunderbar verheilt. Die Oma konnte kurze Zeit später schon wieder ins Wasser und ist sehr gut zurechtgekommen. Seehunde orientieren sich auch gar nicht so viel über ihre Augen, sondern mehr über ihre Tasthaare, die sogenannten Vibrissen, durch denen die halt im Wasser die Schwingungen, wahrnehmen können und dann eben den Fisch gezielt fangen können. Hier bei der Oma ist das auch so. Wir haben dann Videoaufnahmen gemacht, haben Fisch ins Wasser geschmissen und pfeilschnell zischte die Oma dahin und holte sich gleich ihre Fischportion ab. Die anderen mögen die Oma sehr gerne, tolerieren sie hier gut und lassen sie auch in Ruhe, ärgern sie nicht, klauen ihr auch nicht den Fisch. Und die Oma ist voll integriert im Becken, kann halt immer hin und her, wie sie möchte. Die anderen kommen sie gelegentlich besuchen. Sie bleibt meistens lieber im hinteren Teil, weil sie ein bisschen mehr ihre Ruhe hat und ihr das meistens ein bisschen zu wild ist, wenn die klein ist. Unsere Seehunddame Oma hat eigentlich sogar einen anderen Namen. Ihr Ursprungsname war nämlich Baby. Da sie jetzt aber schon über 40 Jahre alt ist, haben wir gesagt, das passt einfach nicht mehr. Dementsprechend haben wir jetzt gesagt, wir nennen sie liebevoll Oma. Denn normalerweise werden Seehunde bei Wildbahn 25 bis höchstens 30 Jahre alt und über 40 ist halt schon ordentlich. Da passt Baby einfach nicht mehr. Unser Becken ist ein bisschen zweigeteilt. Wir nutzen das halt dann ganz gerne, falls irgendwas mal sein sollte mit dem Jungtier oder wenn jemand krank ist, können wir das Becken zweiteilen. Allerdings sieht man immer, dass halt natürlich im Becken eine kleine Wand ist und viele Besucher fragen auch nach, ob die Oma abgetrennt wäre. Nein, das ist sie nicht. Sie zieht sich gerne in den kleineren Teil hinten zurück, weil dort die anderen Seehunde nicht unbedingt hinkommen. Weil die schwimmen lieber in dem größeren Teil, ziehen da ihre Bahn und Oma weiß, in dem kleinen Teil hinten in der Ecke, da hat sie ihre Ruhe, da kann sie auch die Flossen mal aufstellen und mal ein bisschen Pause machen. Und dementsprechend hat sie gleichzeitig, obwohl sie alt ist, noch eine Stelle, wo sie sich wirklich Ruhe antun kann. Sonst geht es ihr auf jeden Fall sehr gut, frisst ordentlich. Beim Fressen müssen wir natürlich gucken. Sie kommt dann meistens auch zu der Truppe rüber und wir müssen den Fisch ziemlich nah an den Mund heranwerfen. Die Oma merkt das durch ihre Barthaare, die sogenannten Vibrissen, merkt sie, wo der Fisch hingefallen ist und sammelt den dann ein.
Allerdings haben wir natürlich, die Kleineren denken wir, super, es macht total viel Spaß, einen Fisch zu klauen. Allerdings, die Oma setzt sich mittlerweile richtig durch. Sie holt sich ihren Fisch, die holt sich, was sie braucht. Und somit, Oma geht spitze und mal schauen, wie lange wir sie noch haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.